Hallo zusammen, mein Name ist Katharina und du bist auf dem Kanal, wo eine gewöhnliche Zeitung zu erstaunlichen, nützlichen und schönen Produkten geflochten wird. Heute zeige ich dir 3 grundlegende Methoden, wie man mit dem Flechten eines runden Bodens für einen Korb beginnt. Übrigens, runde Körbe sind meiner Meinung nach am einfachsten zu flechten, also eine tolle Option für Anfänger. Wie immer flechten wir mit Zeitungsröhrchen. Darüber, wie man sie dreht, färbt und vorbereitet, das werde ich in diesem Video nicht ausführlich erklären. Ich habe auf meinem Kanal schon sehr detaillierte Tutorials zu jedem dieser Themen mit Nahaufnahmen, allen Nuancen und meinen Lifehacks. Links sind wie immer in der Beschreibung. Schau mal rein, wenn du dein Gedächtnis auffrischen musst. In diesem Video zeige ich detailliert, wie man beginnen kann, einen runden Boden zu flechten, von der einfachsten Variante bis zur meiner Meinung nach effektvollsten. Und Spoiler, keiner davon ist schwierig. Okay, die Röhrchen bereit? Dann los geht's. Die erste Variante ist das klassische Kreuz. Der einfachste und schnellste Anfang. Wir nehmen Röhrchen und kreuzen sie einfach miteinander. Willst du eine kleine Mitte, kreuze jeweils die 2 Röhrchen. Planst du einen größeren Boden zu flechten, kreuze gleich 4 Röhrchen auf einmal. Naja, damit die Röhrchen nicht verrutschen, klebe einfach die Kreuzungspunkte zusammen. Den Kleber wählst du nach eigenem Ermessen. Wenn du Universalkleber verwendest, vergiss nicht, das Werkstück bis zum vollständigen Trocknen des Klebers unter Druck zu setzen. Diesmal habe ich mich für Sekundenkleber entschieden. Ich mag ihn absolut nicht und er mich wohl auch nicht ständig, klebt bei mir alles zusammen, sogar meine Finger. Aber dafür klebt alles sehr schnell. Also, schau mal diese Röhrchen, die wir gekreuzt haben, das sind unsere Ständer. Und im Moment haben wir nur 4 Ständer, wobei jeder Ständer aus 4 Röhrchen besteht. Jetzt werden wir sie mit anderen Röhrchen umflechten. Diese nenne ich Arbeitsröhrchen. Mit den Arbeitsröhrchen werden wir unser Werkstück im Kreis, genauer gesagt in einer Spirale in Reihen umflechten. Wie immer markieren wir einen beliebigen Ständer, mit dem wir das Flechten beginnen, zur Orientierung. Wir nehmen 2 neue Röhrchen und verbinden sie sofort, damit unsere Arbeitsröhrchen lang genug sind. Wir falten sie in der Mitte und umfassen den markierten Ständer. So ist eine Hälfte unter dem Ständer und die andere darüber. Und schau, was wir bekommen. Sofort 2 Arbeitsröhrchen. So beginnen wir sofort, unsere Ständer mit 2 Röhrchen zu umflechten. Wir werden das Muster gerader Zopf mit 2 Röhrchen flechten. Es ist nicht schwer zu flechten. Schau, das Röhrchen, das unten war, führen wir nach oben über den nächsten Ständer. Und das Röhrchen, das oben war, führen wir unter dem benachbarten Ständer. Und auf diese Weise umflechten wir alle Ständer am Kreis weiter. Sobald wir den markierten Ständer passiert haben, bedeutet das, dass eine Reihe geflechten ist. Ich habe mich entschieden, 2 weitere Reihen zu flechten, ohne etwas zu ändern. Ach ja, übrigens, sobald die Arbeitsröhrchen zu kurz werden, ist es Zeit, sie zu verlängern. Die Verlängerung der Länge ist immer gleich. Wir nehmen ein neues Röhrchen, geben einen Tropfen Universalkleber auf die breite Spitze und stecken dann die dünne Spitze ganz in die Breite. Das ist kurz gesagt. Übrigens, auf meinem Kanal gibt es auch ein separates, detailliertes Tutorial zur Verlängerung von Zeitungsröhrchen. Dort habe ich diese Aktion fast unter dem Mikroskop gezeigt und natürlich alle Feinheiten und Nuancen dieses Prozesses geteilt. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Also, weiter geht's. Schau, wir haben schon fast 3 Reihen geflechten und unser Kreis sieht noch nicht wirklich wie ein Kreis aus. Lass uns das beheben. Es gibt nämlich eine einfache Gesetzmäßigkeit beim Flechten eines runden Bodens. Je mehr Stützpunkte am Umfang des Kreises sind, desto weniger eckig wird der Kreis sein. Die Stützpunkte in unserem Fall sind die Ständer. Das bedeutet, wir müssen einfach die Anzahl der Ständer erhöhen. Und dann wird der runde Boden nicht so eckig sein. Lass uns das tun. Der einfachste Weg ist, einen Ständer in 2 zu teilen.
Das heißt, ich nehme einfach die Röhrchen in einem Ständer und teile sie. Jetzt besteht ein Ständer nicht aus 4 Röhrchen, sondern aus 2. Und natürlich wird sich die Anzahl der Ständer sofort verdoppeln. Das war's. Jetzt flechte ich wieder für ein paar Reihen dasselbe Muster weiter. Die Zeit vergeht, die Anzahl der Reihen nimmt zu, der Durchmesser des Kreises ebenfalls und somit wird der Kreis wieder kantig. Ich wiederhole denselben Trick. Ich teile einfach einen Ständer in 2 und flechte weiter. Nach einiger Zeit wiederholt sich die Situation, man muss die Anzahl der Ständer erhöhen, damit der Kreis runder wird. Aber diesmal sind alle unsere Ständer einzelne, teilen geht nicht. Man schneidet doch kein Röhrchen in 2, oder? Hier wenden wir einen anderen Trick an, wir fügen die Röhrchen selbstständig in die Ständer ein. Die unauffälligste Variante ist, ein neues Röhrchen in das Geflecht neben dem bestehenden Ständer einzuführen. Schau, wir haben genau kleine Lücken an den Seiten der Ständer. Mit Hilfe einer Ahle vergrößere ich diese Lücke etwas und stecke sofort die Spitze eines neuen Röhrchens hinein. Und jetzt besteht ein Ständer aus 2 Röhrchen. Du hast schon verstanden, warum wir das machen, oder? Wir werden jetzt alle Ständer doppelt machen, um sie dann zu trennen. Das ist ein so einfaches Prinzip. Und diesem Prinzip folgend flechten wir den Kreis bis zum gewünschten Durchmesser. Okay, das war die erste Variante. Der einfachste kreuzförmige Kern und eine sanfte Erweiterung des Kreises. Ich zeige dir in der nächsten Variante nicht nur einen anderen Kern, sondern auch eine interessante Möglichkeit der Kreiserweiterung. Und jetzt die zweite Variante. Hier gestalten wir die Mitte etwas interessanter. Dafür brauchen wir 4 Röhrchenpaare. Daraus machen wir ein Mini-Geflecht. Wir starten wieder mit dem klassischen Kreuz und dann fügen wir nach und nach die restlichen Paare hinzu. Wie gehabt, damit nichts verrutscht, kleben wir die Kreuzungspunkte zusammen. So, und unsere Vorbereitung ist fertig. Immer noch das Kreuz, aber jetzt mit einem kleinen geflochtenen Akzent in der Mitte. Wie immer markiere ich den Ständer, mit dem ich zu flechten beginne. Und die nächsten Schritte werden denen der ersten Variante sehr ähnlich sein. Ich verlängere sofort die Arbeitsröhrchen. Ich umfasse den markierten Ständer. Und wieder beginne ich das mustergerader Zopf mit 2 Röhrchen zu flechten. Bisher ist alles sehr ähnlich wie in der ersten Variante. Die interessanten Unterschiede beginnen eigentlich sofort nach dem Trennen der Röhrchen in den Ständern. Das zeige und erkläre ich dir jetzt alles. Du erinnerst dich doch, dass man für einen glatten Kreis mehr Ständer braucht, oder? Diese Regel funktioniert in jeder Variante. Aber dieses Mal machen wir einen kleinen Trick. Wir werden den Kreis eine Weile bewusst flechten, ohne die Anzahl der Ständer zu ändern. Ja genau, wir lassen bewusst 8 Ständer, damit ein klares Achteck entsteht. So betonen wir die Kantigkeit des Kreises und setzen einen ausdrucksstarken Akzent darauf. Und wenn wir den gewünschten Akzentdurchmesser erreicht haben, dann gibt es ein großes Hinzufügen bei den Ständern. Ich hoffe, die Idee ist klar.
Und falls nicht ganz, keine Sorge, ich zeige es dir jetzt alles ganz anschaulich. Übrigens, da gibt es noch ein kleines Geheimnis. Während wir flechten, kann man nach und nach Röhrchen in die Ständer hinzufügen, aber noch ohne sie zu trennen. So werden wir mit derselben Anzahl an Ständern flechten. Nur die Ständer werden dann nicht aus 2 Röhrchen bestehen, sondern aus 4, aus 6, aus 8 Röhrchen und so weiter, bis wir keine Lust mehr haben. Und das ist kein Zufall. Denn irgendwann werden wir diese Ständer sowieso teilen. Man könnte natürlich kurz vor dem Teilen einfach jede Menge Röhrchen in die Ständer stopfen, aber dann könnten sie herausrutschen oder nicht fest genug halten. Wenn man sie aber nach und nach hinzufügt und das noch während des Flechtens, dann sitzen sie gut einem Geflecht fest und rutschen ganz sicher nicht heraus. Und überhaupt, das Geflecht wird dichter, gleichmäßiger, zuverlässiger. Man kann nicht nur ein Röhrchen hinzufügen, sondern gleich 2, um es zu beschleunigen. Man kann sie seitlich einführen oder auch mittig in den Ständer. Das ist dir überlassen, was dir bequemer ist. Ich persönlich stecke sie gerne in die Mitte. Das geht schneller. Einfach genommen und sofort 2 Röhrchen reingesteckt. Kurz gesagt, ich hoffe, die Idee ist klar. Wenn nicht, schau dir das Video an, da ist alles zu sehen. Ehrlich gesagt, dieser Akzent in der Mitte aus dem Achteck gefällt mir. Er wird interessant, nicht so wie sonst. Aber der Flechtprozess selbst, das ist nicht mein Lieblingsteil. Aus einem einfachen Grund. Je größer der Durchmesser dieses Achtecks, desto höher ist der Röhrchenverbrauch. Nun, zumindest kommt es mir so vor. Und das alles, weil ich versuche, die Arbeitsröhrchen immer nur von einer Seite zu verlängern, von der Rückseite einfacher gesagt hinter den Ständern. So sieht das Produkt später viel ordentlicher aus. Übrigens, über das Verlängern von Röhrchen habe ich in einem anderen Video separat gesprochen. Dort erkläre ich auch ausführlich, wo genau man die Arbeitsröhrchen am besten verlängert, damit es unsichtbar ist. Den Link lasse ich auch in der Beschreibung. Also, wenn der Abstand zwischen den Ständern groß ist, muss man das aktive Röhrchen fast halbieren, damit die Verlängerungsstelle hinter dem Ständer liegt. Und ich muss ehrlich sagen, es tut mir jedes Mal leid, solche Stücke abzuschneiden. Und nur aus diesem Grund mag ich es nicht, diese Variante des runden Bodens zu flechten. Na gut, zurück zum Thema. Die Hauptsache ist klar. Wir flechten Ei am Kreis. Das Muster ist dasselbe, die Anzahl der Ständer rühren wir vorerst nicht an. Wir fügen einfach nur alle paar Reihen neue Röhrchen in die Ständer ein. Als Orientierung kann ich aus der Praxis sagen, etwa alle 3 bis 5 Reihen wird geflochten und dann werden wieder Röhrchen in die Ständer hinzugefügt. Und jetzt zeige ich dir, wie wir die Anzahl der Ständer auf einmal stark erhöhen und aus dem kantigen Achteck ein glatter Kreis wird. So, hier ist mein deutlich ausgeprägtes Achteck. Die Größe passt für mich und ich habe entschieden, dass es Zeit ist, die Ständer zu teilen. Bei mir sind jetzt jeweils 6 Röhrchen in einem Ständer und jetzt beginne ich einfach, sie zu teilen. Aber ich teile sie nicht einfach nur in der Mitte, sondern gleich in 3 Teile. Das heißt, aus einem Ständer mache ich auf einmal 3 Ständer, die bei mir doppelt sein werden. Und dann umflechte ich einfach jeden als separaten Ständer. Und voilà! Wir haben die Anzahl der Ständer schlagartig verdreifacht. Diesen Trick kannst du beim Flechten auch weiterhin wiederholen. Oder du kannst es kombinieren und danach das Prinzip der sanften Ständerteilung wie in der ersten Variante anwenden. Alles hängt davon ab, welchen Durchmesser der Kreis haben soll. Es gibt also wirklich viele Variationen. So, das waren also die 2 einfachsten Varianten, um mit dem Flechten runder Produkte zu beginnen. Lass mich dir jetzt meine absolute Lieblingsvariante zeigen, die gefällt mir am besten. Und jetzt mein Liebling unter allen runden Böden. Diese Variante erinnert mich an eine Schneeflocke in der Mitte. Die Formgebung dieser Schneeflocke ist unser erster Schritt. Sofort 12 Röhrchen sind dafür notwendig. Ganz ruhig, alles läuft nach Plan. Den Anfang machen wir mit dem klassischen Kreuz aus jeweils 3 Röhrchen. Dreh das Kreuz danach um 45 Grad und forme erneut ein klassisches Kreuz aus den restlichen Röhrchen. Im Grunde kannst du variieren, wenn du eine größere Mitte möchtest. Mach Kreuz aus 4 oder sogar 5 Röhrchen. Weniger geht auch, aber
Aus persönlicher Erfahrung sage ich, 3 Röhrchen. Das ist die goldene Mitte. Also mehr ist okay, aber weniger würde nicht mehr ganz so schön aussehen. Warum genau 3 optimal sind, das erzähle ich dir am Laufe des Videos. Es ist alles logisch versprochen. Na also, die Vorbereitung ist fertig, eine richtige Schneeflocke ist dabei herausgekommen. Wie immer markieren wir uns einen beliebigen Ständer und dann fangen wir an zu flechten. Aber mit einem anderen Muster als in den vorherigen Varianten. Das Muster Cartoon flechten wir mit nur einem Arbeitsröhrchen. Nimm ein Röhrchen, quetsch dessen breite Spitze etwas flach und versteck diese Spitze unter dem linken Ständer von der markierten aus. Unser Arbeitsröhrchen muss über dem markierten Ständer liegen. Na dann mal los. Wir flechten das Muster Cartoon. Das ist sehr einfach zu flechten, wir wechseln einfach die Position des Arbeitsröhrchens. Wir legen es mal über, mal unter den Ständer und das die ganze Reihe lang. Übrigens, erinnerst du dich an das Schwänzchen, das wir hinter dem Ständer gelassen haben? Jetzt werden wir es vorsichtig anpressen, genau mit dem Arbeitsröhrchen, und es wird uns nicht mehr stören. Du kannst das Werkstück sogar umdrehen und prüfen, ob alles sicher befestigt ist. Fertig, wir kehren zur Vorderseite zurück. Und da sind wir an unserem markierten Ständer angekommen, das bedeutet, die erste Reihe ist beendet. Die nächsten 2 Reihen einfach weiter flechten. Dieselben Bewegungen, nichts ändern. Und wie du siehst, wiederholt das Arbeitsröhrchen seine Position genau wie in der vorherigen Reihe. Und das alles, weil das Muster Cartoon eine entscheidende Regel hat: Wenn die Anzahl der Ständer gerade ist und du mit einem Arbeitsröhrchen flechtest, dann ändert sich das Muster überhaupt nicht von Reihe zu Reihe. Jede neue Reihe wird wie eine Kopie sein, ganz genauso wie die vorherige. Deshalb merke dir kurz: Wenn die Anzahl der Ständer ungerade ist, flechten wir mit einem Arbeitsröhrchen. Wenn die Anzahl der Ständer gerade ist, dann wird das Muster abwechselnd mit 2 Arbeitsröhrchen geflochten. Na, und jetzt die berechtigte Frage: Wenn wir das Prinzip kennen, warum nutzen wir es dann nicht? Und hier kommt die nicht triviale Antwort: Weil man manchmal ein bisschen rebellieren möchte. Scherz beiseite, manchmal gibt genau so eine Verletzung einen interessanten Akzent I am Geflecht. Schau mal, ich flechte schon die 3. Reihe in Folge dasselbe Muster. Und alle 3 Reihen sind identisch. Aber so lange kann man nicht flechten. Nichts würde halten. Deshalb ist es Zeit einzugreifen und selbst eine Verschiebung I am Muster vorzunehmen. Wenn sich das Muster von selbst nicht ändert, dann helfen wir ihm mit den Händen nach. Schau, ich schiebe einfach ein Röhrchen I am markierten Ständer zur Seite. Es wird buchstäblich für ein paar Sekunden zu einem separaten Ständer. Ich führe das Arbeitsröhrchen über dieses einzelne und unter die beiden verbleibenden. Und das war's. Ich bringe diesen Einzelgänger zurück in die Gruppe, damit er sich nicht langweilt. So ein winziger Trick. Und die Abfolge Pirnmuster hat sich sofort geändert. Und jetzt kann man wieder dasselbe Cartoon flechten. Wir wechseln einfach die Position, mal über, mal unter den Ständer. Übrigens, wegen dieses Tricks braucht man mindestens 3 Röhrchen pro Ständer. Wenn die Ständer doppelt sind, wäre unser Trick zu auffällig. Und mit einzelnen Ständern ist so ein Trick überhaupt nicht möglich. Übrigens, noch eine Beobachtung aus meiner persönlichen Erfahrung. Du kannst natürlich experimentieren, aber ich habe Folgendes bemerkt: Es wird einfacher und hübscher, wenn man eine einfache Regelmäßigkeit beachtet. So viele Röhrchen in einem Ständer sind, so viele sich wiederholende Reihen flechtest du I am Muster Cartoon. Das heißt, wie in unserem Fall die Ständer dreifach sind, deshalb haben wir diesen Trick genau nach der 3. Reihe angewandt. Wir flechten noch 3 Reihen und nehmen dann andere Änderungen I am Geflecht vor. Und wenn wir zum Beispiel 5 Röhrchen pro Ständer hätten, würden wir die Änderungen alle 5 Reihen vornehmen. Das ist nur meine Beobachtung. Also, lass uns zu unserem Kreis zurückkehren. Wir haben also schon 6 Reihen geflochten. Und wie du merkst, ist es eher mühsam, das Muster alle 3 Reihen von Hand zu versetzen. Außerdem ist es Zeit, unsere Ständer zu trennen, um ihre Anzahl zu erhöhen. Zuerst trenne ich alle Ständer und mache sie einzeln. Und das Interessante ist, selbst getrennte Ständer haben immer noch eine gerade Anzahl, nämlich 24 Ständer. Das bedeutet, wir sollten besser ein Muster wechseln, das weniger Aufwand erfordert. Also wechseln wir zum gut bekannten Muster gerader Zopf. Na, und wie du dir schon denken kannst, wir brauchen ein zweites Arbeitsröhrchen. Das fügen wir jetzt schnell hinzu
Ich nehme einfach ein neues Röhrchen, quetsche die breite Spitze flach und den Schwänzchen dieses neuen Röhrchens drücke ich vorsichtig unter dem alten Röhrchen fest. Fertig, wir können weiter flechten. Jetzt haben wir 2 Röhrchen in Arbeit und das mustergerader Zopf. Wir umflechten einfach jeden Ständer einzeln. Und jetzt können wir den Kreis ruhig bis zum gewünschten Durchmesser flechten. Ja, diese Art, einen Kreis zu beginnen, ist etwas komplizierter als die vorherigen, aber ehrlich gesagt, mir gefällt sie am besten. Ich weiß nicht einmal warum, wahrscheinlich weil es nun ja festlich ist, wenn man das so sagen kann. Und noch etwas, bei dieser Variante wechseln sich die Muster besonders toll ab. Verschiedene Kombinationen und Abfolgen von Mustern wirken passend und harmonisch. Das mache ich oft so. Ich flechte oft mehrere Reihen I am mustergerader Zopf und halte mich dabei an dieselbe ursprüngliche Regelmäßigkeit. Und dann kehre ich zum Mustercartoon zurück. Es ist leicht und schnell und es werden deutlich weniger Röhrchen verbraucht. Aber das sind schon meine persönlichen Flechtgewohnheiten und mein Geschmack. Du hingegen kannst und solltest sogar so flechten, wie es dir am besten gefällt, damit deine Körbe ganz deine eigenen sind, mit deiner Handschrift, deiner Stimmung und deinem Charakter. So, das war's. 3 Varianten eines Kreises haben wir zusammen geflochten. Und der Rest ist einfach, sobald der Durchmesser des Bodens passt, befestigst du ihn an einer Form, stellst die Ständer senkrecht auf und beginnst die Wände des Korbes zu flechten. Aber das ist schon eine ganz andere Geschichte. Übrigens, auf meinem Kanal gibt es auch andere interessante Varianten, um einen Kreis zu beginnen. So kann man zum Beispiel in der Mitte ein hübsches Blümchen machen. Oder sogar eine Spitzenvariante. Die Links zu diesen Tutorials lasse ich ebenfalls in der Beschreibung unter dem Video. Schau unbedingt vorbei. Und damit bin ich fertig. Vielen Dank, dass du dieses Video bis zum Ende angesehen hast. Schreib unbedingt in die Kommentare, welche Variante dir am besten gefallen hat. Und natürlich vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um noch mehr interessante und nützliche Tutorials zum Flechten von Körben aus Zeitungen nicht zu verpassen. Ich wünsche dir Inspiration und kreativen Genuss. Bis bald in neuen Videos. Tschüss!